so windig, da fliegt dir die Gebiss raus hier, wa? Sie hat mir total meine Frisur durcheinander gebracht. Was? Welcome to Navibar. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem ja bei der Inspektion festgestellt wurde, dass wir nicht weiterfahren können und sollen, hängen wir jetzt auf unbestimmte Zeit in Brum fest. Und wir haben festgestellt, dass wir ziemlich viel Glück im Unglück haben. Glück Nummer 1 ist, dass der Garantiefall sofort bestätigt wurde. Glück Nummer 2 ist, dass wir, so als gestern unser Video hochgeladen wurde, wir den Anruf vom Mechaniker bekommen haben, dass wir am Montag den Reparaturtermin haben. Glück Nummer 3 ist, dass wir diesen Zeltplatz hier haben. Der ist ein Overflow und eigentlich nur dann geöffnet, wenn die anderen Caravan-Parks keine Kapazität mehr haben. Seit gestern ist er auch wieder geschlossen. Wir bezahlen $20 pro Person und pro Nacht. Und wenn wir auf einen anderen Caravan-Park gegangen wären, dann hätten wir wahrscheinlich das Doppelte oder noch mehr bezahlt. Und damit wäre unser Zwangsaufenthalt ziemlich teuer geworden. Und Glück Nummer 4 ist, dass dieses Wochenende in Brum das Shinju Matsuro Festival stattfindet. Und wir ziehen uns jetzt um, gehen jetzt auf den Wochenmarkt und am Nachmittag dann zur Eröffnungszeremonie. Und Glück Nummer 2,5, das relativ seltene Ersatzteil, was wir für die Reparatur an dem Caravan brauchen, hat zufällig genau dieser eine Händler, der Vertragshändler von Cruise Master ist, auch in Stock. Das heißt, das Ding muss weder eingeschifft noch eingeflogen werden, der hat zufällig genau dieses Teil da. Okay, umziehen und dann los? Okay. Shinju opening ceremony for 2025 as a celebration of Brum's cultural tapestry. Oh, there he is. Absolutely amazing. Big round of applause to Sammy. Of course, Sammy and friends. Nach den Eröffnungsansprachen und Erwecken von Sammy den Drachen zeigen junge Künstler und Artisten ihr Können. Am nächsten Tag zieht es uns nochmal zur Küste. Zwischen Hafen und Leuchtturm an der Felsküste, die wie von einer anderen Welt wirkt,
suchen wir nach Fenstern im Fels, die uns einen Blick auf das türkisblaue Meer erlauben, uns verzaubern, uns hineinziehen in die unwirklich ausschauende Welt und zum Träumen einlädt. Montagmorgen und wir versuchen jetzt unseren Caravan hier abzustellen, damit er heute repariert wird. Wir warten jetzt noch ein bisschen und nur beim Sitzen ist es schon unheimlich warm. Wir haben, ich glaube, so um die 20, 22 Grad. Aber es fühlt sich an wie 26 Grad, weil die Luftfeuchtigkeit beträgt heute 84%. Und wie jeden Morgen hat uns auch der Montag mit Nebel begrüßt. Und nach Erfahrung sollte sich der ziemlich bald auflösen, macht er aber heute irgendwie nicht. Peter versucht jetzt gerade den Caravan rückwärts in die Garage rein zu manövrieren. Jetzt? Eine halbe Stunde später und der Nebel hat sich verzogen. Und was macht man, wenn man 5 bis 6 Stunden auf die Caravan-Reparatur warten muss? Man geht in eine Brauerei. Oder man geht an den Strand, weil seine Frau das so möchte. Also, beach it is. Au! Okay, let's go to the beach. Nichts Schöneres. Voll erwischt. Was hoffen der dir? Und wenn ihr jetzt die Entscheidung treffen möchtet, Nordsee, Ostsee oder Indischer Ozean? Indischer Ozean. Solange keine Quallen, die dich pieksen, keine Krokodile, die dich auffressen oder Haie da sind, ist alles okay. War erfrischend. Wir hatten So richtig enthusiastisch. ja, das war auch richtig erfrischend. Aber diese Woche hatten wir mehr Wellen und waren ein bisschen aufgewühlter. Aber trotzdem, Wasser war wunderbar. Aber diese Woche hatten wir auch Flut. eine höhere Tide. Ja. Die Flut war höher. Und da der Strand, die hast du ja gesehen, der ist relativ flach, aber dafür relativ lang. Da hast du natürlich richtig schöne lange Wellen, die sich Richtig. Hat mehr Spaß gemacht als letzte Woche. Ja, war schön. Ja, war toll. Und jetzt müssen wir weiter gucken, was wir machen, okay? Ihr erinnert euch noch, dass wir letzte Woche an dem Geform Point uns hingestellt haben, ins Dachzelt gelegt haben und die Zeit abgewartet haben. So sieht der Strand jetzt aus. Ja, nicht so viel Platz heute übrig, ja? Ne. Wir haben unseren Wohnwagen wieder und damit verlassen wir auch Brum. Allerdings mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Irgendwie fühlt es sich gut an, hier zu sein und doch schauen wir vorwärts. Auf uns warten noch andere Abenteuer und deswegen sagen wir auf Wiedersehen Brum. Und damit auf Wiedersehen zur Kimberly, zu den Boabs, die nur hier zu finden sind, und morgen sagen wir Hallo zur Pilberer.
Kurz nachdem wir Broome verlassen hatten, kommen wir an einem Unfall vorbei, der uns daran erinnert, immer vorsichtig zu fahren. Heute sind wir mal auf dem Dach oder fast auf dem Dach von unserem Caravan und es hat den Grund, dass ich euch hier besser zeigen kann, wo wir sind. Wir sind gestern von Broome nach Port Hedland gefahren und was in Broome alles um Perlen sich dreht, ist hier der Hafen, die Hauptattraktion. Und den wollen wir uns heute mal anschauen, aber noch zwischendurch. Wir stehen hier auf einem kostenlosen Campground und das mitten in der Stadt. Und wie man sieht, es funktioniert auch so. Und er ist direkt in der Nähe vom Hafen. Ich kann von hier aus nicht sehen, aber wir besuchen den nachher. Und dann werden wir mal sehen, was wir heute noch alles in Port Hedland erleben, bevor wir dann morgen weiterfahren. Unser erster Stopp ist eine Aussichtsplattform. Wie man sieht, wir haben Ebbe. Und Port Hedland ist ein Industrial City. Da fährt gerade ein Schiff raus. Kann man auf der Kamera wahrscheinlich nicht sehen. Wahrscheinlich Und nicht. was man auf der Kamera nicht sehen kann, wahrscheinlich hinten am Horizont, wie auf der Perlenkette, stehen die ganzen nächsten Tanker und Frachtschiffe zum Beladen. Also 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 Schiffe stehen da hintereinander. Okay, auf zum nächsten. Wir haben jetzt einen Glimpse auf den Hafen. Hafen nicht. Also fast Hafen. 2, 3 Schiffe. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar hinten links vielleicht noch weiter reingeht, aber ich weiß nicht wie weit, aber ziemlich windig. Ja. Auf jeden Fall ist der Wind für die Temperatur recht angenehm. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir überhaupt haben. Ich habe keine Ahnung. Jesus, so windig, da fliegt dir die Gebiss raus hier, wa? Sie haben mir total meine Frisur durcheinander gebracht. Was? Okay. Das nächste ist der Shipping Observation Lookout. Gucken, ob es da genauso windig ist. Dann brauche ich meine Haare ja nicht in Ordnung bringen. Ich schmeiß sie gleich wieder durcheinander. Nicht wirklich? Okay. Let's go. Jetzt haben wir unsere sturmfesten Hüte mitgenommen. Ja, damit es uns unsere Frisur nicht wieder durcheinander wirbelt. Und wir haben es geschafft. Wir sind am Hafen. Das ist genau der gleiche Hafen wie vorhin, nur diesmal sind wir am Hafen. Genau. Let's have a look. Also 1, 2, was ist da hinten? Ein Seenotretter? Siehst du, du hättest hier deine Angel auswerfen können. Und dann geht's ins offene, weite Meer. Das war der Hafen. Und jetzt schauen wir mal, was wir noch finden werden. Ich denke mal, das war dieser Memorial Park vielleicht. Die beiden Silos, die wir gerade gesehen haben, sind in der App als Art verzeichnet, aber wir konnten nicht anhalten. Also nur im Vorbeiflug. Port Hedland macht eigentlich mehr den Eindruck eines Industriegebietes als wirklich für Touristen geeignet. Ist ja auch alles Industrie hier. Ich glaube, viel was anderes machen wir hier nicht. Ja. Was hier auch viel gemacht wird, ist Salzgewinnung. Und wir sehen hier links die Pfannen, wo sie das Salzwasser reinleiten, verdunsten lassen und man sieht schon eine Salzschicht hier entstehen. Aber dieser Salzberg sieht schon imposant aus. Sieht so aus, als alles, was Port Hedland hier so interessant macht, nur im Vorbeiflug zu sehen ist. Weil richtig anhalten kann es hier nirgendwo, oder? Und wenn man so mal sieht, die Straßen, die sind riesig und leer. In Australien kann man recht viele Dinge sammeln und wir haben ja schon angefangen, die 5 Corners zu sammeln hier von Australien. Dann haben wir auch schon eine andere Sammlung angefangen, sind 5 geografische Punkte. Den nördlichsten mit Cape York haben wir schon gemacht. Dann haben wir ja unsere Liste mit diesen Silo-Arts. Und es gibt noch eine andere Art und die heißt The Big Things of Australia. Und da haben wir zum Beispiel schon eine Riesenstaffelei mit den Sonnenblumen von Van Gogh in Emerald gesehen. Und jetzt fügen wir noch ein weiteres dazu. Und das Big Thing hier ist ein großer Fischhaken. Und wir haben noch was gefunden. Eine große Schubkarre.
Kriegst du nicht hoch. Ich denke mal, das war es jetzt mit Port Hedland und den umgebenden Bezirken. Und wir fahren jetzt zurück zum Karawan. Wir sind zurück am Karawan und genießen erstmal jetzt noch den Abend, lassen den Tag gut ausklingen und morgen geht es dann weiter. Das Los eines Beifahrers ist immer, alle Tore auf und wieder zuzumachen. Der Campground, zu dem wir jetzt fahren, ist kostenlos und laut Beschreibung ein bisschen herausfordernd hinzukommen. Wir sind gerade erst angekommen. Peter hat gerade die Drohne losgeschickt und wir haben uns mal ein bisschen umgeguckt. Ups. Und wir bleiben nicht hier, weil da hat sich nämlich auch noch ein anderer Camper genau mitten in den Weg reingestellt. Und hier haben wir noch die Möglichkeit umzudrehen. Und wir fahren ein Stückchen weiter, da haben wir noch einen schönen Platz gefunden. Platz gefunden für die nächsten 2 Nächte? 2? Ja, bitte. Okay, Platz gefunden für die nächsten 2 Nächte. So sieht es bis jetzt ganz gut aus. Schwimmen gehen wird vielleicht ein bisschen schwierig mit den Blättern und alles da drin, aber gucken. Wie man im Hintergrund vielleicht hört, sind wir hier irgendwie genau im Frauenstrickclub gelandet. Hey! Irgendwie sind die total nervig von ihrem Geräusch, aber irgendwie ist es auch schön, wenn sie da sind und so viele. Und die sitzen direkt neben uns in den Bäumen. Ja. Hunderte. Da, die sitzen direkt vor uns. Möchtest du noch was sagen? Ja. Du bist Hunger. hungrig. Okay, gut. Feed me. Okay. Also, Essenszeit. Welcome to Marble Bar. Sorry for the wind noise. Dass es so windig ist hier im Inland, hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber es ist, wie es ist. Ändern kannst du es nicht. Ich sag mal, temperaturmäßig ist es ja auch nicht unbedingt schlecht. Du musst halt bloß deinen Hut auf den Kopf festtackern. Ja. Marble Bar ist bekannt für die heißeste Ortschaft in Australien und im Jahr 2023, 2024 im Sommer hatten sie 160 aufeinanderfolgende Tage mit einer Temperatur von über 37,8 Grad Celsius. Our summer is finishing, our winter is warm and water is precious. Dann lass uns mal gucken, was wir noch finden. Da hast du einen alten Filmprojektor. Ja.
So eine, wie nennen sie die? Eine Lore, ne? Ja, Das ist doch wahrscheinlich. irgendwie eine Lore. Nicht besonders groß. Geht sogar noch. Irgendwas haben sie damit hier zwischen, vielleicht haben sie damit Wellblech gemacht. Corrugated, Corrugated, ja. Curver Tank. Ach, Eine Kipplore, ja. Okay. wir sind jetzt hier am Jasper Deposit. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen was von dem Jasper finden und dann sehen wir weiter. Wenn es das ist. Du hast jetzt Nur bloß hier. einen Stein aufgehoben. Hier, da. Okay. Vielleicht. Ja, ist bucketlos von dem Zeug. Aber das Ja, sieht sieht ein bisschen aus wie Marmor. Ja, normalerweise heißt ja Marble Bar nur deswegen Marble, weil die Typen halt gedacht haben, dass sie Marmor gefunden haben. Und weil es dann rausgestellt hat, dass es halt dann kein Marmor ist, sondern Jasper. Aber der Name ist Der halt Name, geblieben. der Name ist dann hängen geblieben. Ne? Wir schauen uns jetzt um und schauen mal, ob wir irgendwas finden. Und dann fragen wir mal Dr. Google. Hä? Ja, und Niki. Wir sind hier komplett alleine in dem Schürfgebiet und Peter hat sich jetzt eine Axt geholt und pickt jetzt so ein bisschen hier rum. Und so wie es aussieht, ist hier fast alles Jasper. Aber was wir jetzt natürlich gucken, sind ein paar schöne Muster. Auf alle Fälle ist die Gegend hier absolut wild. Der hier ist schon groß. Ich zeige euch noch einen größeren. Und der hier ist wirklich groß. Kein Wunder, dass man früher gedacht hat, dass es eigentlich Marmor ist. Wie man sieht, der wird hier als Tisch benutzt, um kleinere Jasper aufzuschlagen, um zu gucken, ob da ein schönes Muster drin ist. Also den hat Peter gerade gefunden. Ja. Der sah ein bisschen so aus, aber siehst du, der ist rosa von drinnen. Und so wie es aussieht, hat er hier so eine kind of Quarzschicht, hier eine drin und da eine drin. Keine Ahnung, aber hübsch sieht er trotzdem aus. Hübsch sieht er aus. Okay, dann nehmen wir mal mit, einfach weil er hübsch aussieht. Genau. Und wir sammeln sowieso immer das Falsche, wir sammeln das, was hübsch aussieht, nicht das, was wertvoll ist. So wie es aussieht, kann Peter nicht aufhören. Ja. Der ist nütz ums Auto rumgelaufen und hat sich 5-mal gebückt und hat noch einen Stein mitgebracht. Oh, Aber ist aber nichts, oder? noch ein. Oh, wir machen sauber. Ist mir bloß gerade ein bisschen so ins Auge gesprungen. Hier, die springt immer alles Mögliche ins Auge. Aber aufhören kannst du Ja, doch und trotzdem nicht. Dafür Oder? habe ich ja dann noch ungefähr 150 Steine gefunden. Und du bloß 6. Wir sind jetzt an der Marble Bar. Und dies ist hier ein Klasse A Gebiet. Das heißt, hier darf man nichts mitnehmen. Ansonsten drohen was droht einem? Heftige Strafen. Jetzt habe ich es. Schlag auf die Finger. So sollten die aussehen. Ja. Ich weiß gar nicht, was Jasper eigentlich wert ist. Guck mal, der sieht auch hübsch aus. Da ist ein bisschen Rot mit dabei. Das sieht dir fast besser aus hier. Hier. Das war der Marble Bar Pool. Und war schon imposant. Du läufst da durch und die Jasper-Brocken, die gucken da einfach so raus. Und das sind Riesendinger. Großen sind natürlich am schönsten, ne? Weil da kannst du so richtig schön die Maserung und alles sehen. Also wirklich beeindruckend. Okay, jetzt gehen wir zum Chinaman Pool und gucken mal, ob wir da ein bisschen schwimmen gehen können. Oh. Guck mal, auf der Insel, da ist alles voll mit Jasper. Nee, aber trotzdem schön. So eine Dinge sollte man öfter finden. Definitiv.
Und als wir uns die Polina Gorge anschauen, ist das passiert. Hi guys, I had a little bit of trouble today. I lost my earring and we found Peter here. Yes, you did. And he has a detector, a metal detector, and he found my earring. That's so great. He's the hero of my day. Thank you very much, Peter. No worries, Heidi. God bless you. Thank you He very needed much. 2 minutes, what she didn't find in about 30 minutes. But Yeah. of course, your eye and the metal detector is completely different ballpark. Yeah, But Thank you very much again. No worries, So, Heidi. have a nice time here. Hopefully you find your gold. Yep, one day. then? Yep. And- Not in a hurry. safe travel and Thank you. don't tell the tax office. All right. Thank you, Peter. Thank you, Heidi. God bless you. Bye bye. Und das ist unsere Ausbeute an Jasper. Da gab es so viel Jasper im Grunde genommen. Und das sind die hier, wo wir denken, dass sie aufhebenswert sind. Mal gucken, was Niki dazu sagt. Das war's dann für diese Woche. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr uns weiter begleiten wollt, dann abonniert einfach den Kanal und empfehlt uns weiter. Und dann sagen wir auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Für diese Woche. Bye. Bye.